So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Thea the Awakening. Wir sind mal wieder im Ladebildschirm, weil wir ja wieder neu anfangen. Ich muss zugeben, ich kann noch nicht auf die Vorschläge eingehen, ob wir dann jetzt am Ende uns entscheiden, die Welt im Zwielicht zu lassen oder eben die Sonne endgültig zurückzubringen, den Baum wiederherzustellen und so weiter. Was mich nur daran, ich muss sagen, ich habe jetzt so ein bisschen auch drüber nachgedacht, an sich gibt es einen kleinen Nachteil eben an dieser Zwielichtwelt, also nicht nur, dass alles Mögliche sehr lebensfeindlich ist, sondern vor allem, dass die Toten dann ja immer noch keine Ruhe finden, da eben der Zugang zur Unterwelt nach wie vor versperrt ist. Selbst wenn Vele es nach und nach seine Kraft wiederbekommt. Oh Mann, da unten treibt sich aber wieder einiges rum. Wo stehen wir nochmal? Da. Stimmt, wir wollten zum Goblin-Dorf. Gucken, können wir hier tatsächlich dieses Raiders Lair vielleicht mit Argumenten beeindrucken? Social hat ja schon mal eine 5er-Challenge geklappt, glaube ich. Jo, hat geklappt, wunderbar, das läuft ja super. Live Lianas Shell, was ist denn da drin? Ach, Triadenholz. Und was haben wir hier? Das sieht aus, als wäre das aus Drachen. Dragonbone. Der Schwede, was kriegen wir hier für geile Sachen? Das ist doch der Hammer. Das kann doch sicher jemand brauchen. Die Folge fängt ja schon mal super an. Wer von denen hat denn zum Beispiel ein Schild? Irgendeiner. Ach ja, die hat ja nur ihre Axt. Da geben wir da jetzt erstmal was Vernünftiges. Was haben wir hier? Erstmal schaue ich, dass ich vielleicht 16 Armor für Attractiveness, da geben wir ihm mal die 26er Rüstung. Das Ding hier hat 29, ja. Passt schon, auch wenn die Dinger hier attraktiver machen. Geist hier hat 18 Rüstung, da geben wir der jetzt mal was Besseres. Ich wollte eigentlich schauen, wer von denen denn zum Beispiel... Was haben wir hier? Ja, Piercing, Damage, 2 Attractiveness. Ja gut, die hat einen hohen Grundschaden, die gute. Vielleicht sollte ich dir auch den Speer geben, wobei der Dragon Slayer ist nicht ausgerüstet, dann kriegt die den und ein Schild, dann wird die ein ziemlich harter Tank. Tack. Ja, fehlt eigentlich nur noch eine Fernwaffe, aber haben wir leider noch nicht. So, auf zum Goblin-Dorf. Oh mein Gott, wir werden angegriffen. Ja, Auto-Resolve. Zack, wir kriegen 2 Spinnenseile. Wer hätte das erwartet? Oh, wir können was erforschen. Construction hatten wir schon vollständig. Was nehmen wir denn? Stäbe, Schilde. Wir können auch schwere Rüstungen natürlich erforschen. Aber ich glaube, ich erforsche erstmal... Wobei... Ich glaube, ich erforsche tatsächlich die schweren Rüstungen. Auch wenn ich im Moment noch keine bauen werde. So, Goblin Village. You approach a small, well-hidden village inhabited by goblins. The settlement is stowed away in one of the many craters left by the Age of Darkness. You see a wooden palisade, several huts, and a central stone-built monument, perhaps a shrine of some sort. 5 Optionen nicht wählbar. Oha. Das war jedenfalls dieses Dorf, zu dem wir geführt wurden, nachdem wir diese komische Kiste gefunden haben mit der Kugel drin. Go closer. You get in a bit closer, but the village is well hidden from your prying eyes. Tell your scouts to gather more intel. Your scouts sneak up on the settlement and report that there are at least several warriors stationed around the village, and more inside, including some boar riders and someone that looks like a shaman. They also report the village seems opulent with food and animal skins. There's a herb garden, an orchard and ich weiß nicht, Orchard, keine Ahnung, wie man es genau ausspricht. Auf jeden Fall ein Obstgarten quasi. And they saw a large amount of meat drying in the courtyard. Okay, versuchen wir erstmal mit denen zu reden, anstatt die auszuplündern. You come closer to the settlement with your weapons at the ready just in case. Several guards step out from the village and block your way. One speaks up, looking around nervously. Who goes? Was können wir sagen? We are travelers, we seek to talk to your leaders. Out of our way, Greenskin, bring your boss now.
We passed your silly test and got directions here. There was supposed to be a party. Ja gut, sagen wir mal das. The goblins murmur amongst each other but before they give you an answer, a really fat, old, grey-haired goblin slithers in front of them and speaks. Oh, Mad Godric's little toy. Ah, that shaman of ours. He's one crazy fella. Genius though, you know. So you mastered his contraption. Wonderful. We must celebrate indeed, and I must give him a good old slap for bringing random folks into the village. But as luck has it, we do need the aid of strangers, if you're interested. Why do you need our aid? So, in short, we have a slight problem with our mineral supply. You see, there is a little quarry not far from here, and it is owned by this funny demon type, the Treasure it calls itself. And you see, this fella is industrious. Instead of going around doing demon stuff, he's made a great business. But then he went and died, and his bigot son has taken over. Bigot son? Why do you say that? And also, demons have children? The goblin scratched his head and shrugged his sluggish shoulders. Well, do you know what? I never wondered about how these ones procreate. They look kind of like shrunken dwarfs, so I guess they have all the bits. Anyway, the point being, the son tells us he will not trade with immigrants. Okay? Ich glaube, ich kenne die Story sogar, aber ich find's sehr lustig. Immigrants. I know, right? The cheek of it. I was born on this land and my family goes back 7 generations, you know. We survived the darkness, we worked the land, we kept the Easterlands going, and this fella tells me he won't trade with foreigners. Okay, so what is the favor again? It's easy. Talk some sense into the stupid treasurer. Convince him to trade with us, please. And if you do, we will reward you dearly and we can open up trading between our villages as well. We have food, excellent leather workers, unique supply of monster bones and much more. Right, convince the begotted treasurer demon to trade with you. Sounds easy, we'll do it. Wonderful, thank you. Here are the directions. Without them you cannot actually find the place. A demon safety issue. Good luck, and whatever happens, use a small token of our gratitude. Bringen wir einfach mal 11 Malachiten, das ist doch schön. Gut. Ja, hier steht nochmal Goblin Village, aber das heißt einfach nur, es ist die Quest Goblin Village. Die trauen sich echt schon gar nicht mehr, das Dorf anzugreifen, habe ich das Gefühl. Ach ja, und ich wollte mal kurz schauen. Ja, hier ist ein bisschen Elfenholz. Ich habe nämlich vor, doch nochmal Elfenholz zu sammeln, denn im Dorf müssten wir jetzt was haben, nämlich etwas, was ich komplett übersehen habe. 44 hiervon. Und damit möchte ich was bauen. Das heißt, ich werde das Totem, das wir gebaut haben... Oder bauen wir das noch? Ich weiß es gar nicht. Ist es noch in der Konstruktion? Nee. Ich würde das dann abreißen und mit diesen Knochen neu bauen. Warum? Ich zeige es einfach mal kurz, was wir dann kriegen. Und zwar Attract Demon. Und da gibt es auch eine riesige Varianz und ziemlich coole Charaktere, die man dazu kriegen kann. Und ich hatte einfach komplett vergessen, dass das gerade geht. Oh, was haben wir denn hier? Was sind das denn für Viecher? Oh, jemand hat nichts zu tun, weil der Schild fertig ist. Schwere Rüstung. Was können wir denn da Schönes bauen? Aus Gold. Wahrscheinlich bringt das so gar nichts, aber einfach mal schauen, was dann daraus wird. Full Plate Armor. 18 Rüstung, 13 Will. Was passiert, wenn wir dann zum Beispiel sagen, wir nehmen stattdessen das hier? 19 Armor, 8 Will. Wir haben natürlich auch viele Diamanten. Ah, Mithril haben wir leider nicht genug. Oh, wir können das hier nehmen. 22 Rüstung, Leaf Armor. Und wenn wir da dann zum Beispiel zusätzlich Gold reinpacken, 21,5 Will. Ah. So hätten wir 27 Rüstung und irgendeinen Zusatzeffekt. 27 Rüstung, das ist schon richtig heftig. Komm, machen wir. Da hat sie jetzt was zu tun. Für 43 Runden lang. Nee, ich glaube, da werde ich irgendwann jemanden zupacken. So, was haben wir jetzt hier? Polodnika und Giant Crow, was auch immer Polodnika heißt. You approach your enemy and have time to decide your plan. These are creatures of evil, so social, sneak, tactical. Komm, machen wir mal Sneak.
Assassinate. Das wird doch mal was. Und wir kriegen ein Holzschwert. Na toll. Und ein bisschen Vogelfleisch. Ach ja, genau. Hier ist ja das fertig. Das heißt, es kann vielleicht jemand ausrüsten mit dem Schild. Ich meine, der Schild hat 10 Armor, 8 Shielding und sogar Leech. Hier haben wir doch sicher irgendwo unsere... Geben wir es doch dem Goblin. Ja, natürlich kann ein Bär kein Schild tragen. Oh, ich habe ganz vergessen, dem Bär ein Schmuckstück zu geben. Komm, nimm das. Der Bär hat 3 Magic... Achso, das liegt am Totem. Ich war gerade total verwirrt, woher hat der Bär den Magic Stat. Was haben wir denn hier? Ork, Fighter, Wolf und andere. Die sich aber nicht vom Fleck bewegen, so wie es aussieht. Ja, 2 Viecher sind aufgetaucht. Ach ne, die waren damit auch gemeint. So, dann kümmern wir uns erstmal kurz um die. Social. Und ja, wir werden auf jeden Fall gut belohnt. Gefällt mir. Ach ja, stimmt. Und wir können ja zu dem Elfchen gehen, um dann zu wissen, wo wir überhaupt hin müssen. Oh, es kommen böse Leute. Oh, was passiert unserer Expedition denn? As you walk down a path, your wise ones feel a slight tingle of magic in the area. They soon realize there is a hidden object nearby, protected by some spell. You investigate. You investigate and find a hollowed tree that has a chest-shaped hole in it, but no actual chest. To the untrained eye, it would seem someone has removed it, but those with a magic sensitivity can feel an active protection spell. Try to break the spell. Hex. Und da wir auch einige Charaktere dabei haben, die das können, ich möchte es einfach mal zeigen. Wer kann denn was? Hier zum Beispiel haben wir unseren Geist mit 6. Das ist ziemlich... Also ist mit 10er Schild und alles. Und die haben zum Teil auch ziemlich gute... ich glaube, ich lasse das erstmal selbst. Woher hat denn Gotral 2 Magic? Ja, stimmt, vom Drachenblut, glaube ich. Lassen wir einfach mal so. Ich darf sogar anfangen. Beginne ich mal mit ihr. Und fange jetzt an mit einem... Das stimmt, ich habe den Sage und ich habe die alte. Ja, mache ich erstmal mit ihm einen Counter-Offense. Zack, ist das raus. Wie jetzt? Piercing Damage. Ihr wollt mich doch verarschen. Haben wir nicht nochmal Counter-Offense? Ja, aber die haben alle... Ah, hier zum Beispiel. Zack, raus damit. Und Counter-Tactic. Ja, weiß ich nicht, ob das sich lohnt. Ich glaube nicht. Haben wir zufällig Support Ally? Ja, hier. Machen wir die mal stärker. Und ja, jetzt kommt halt ein weiterer. An sich ist das nicht wirklich ein Problem. Jetzt hauen wir halt die raus, die sonst noch was können. Eigentlich können wir dieses Ding gar nicht verlieren. Ach, die kann leider gar nicht mit rein, obwohl sie hier das hat. Also, dieser Poison-Effekt halt in dieser Challenge ist ziemlich gut. Aber leider geht es nicht. Ja, komm, dann haut die eben Shield Ally auf den, auch wenn es überhaupt nichts mehr bringt. Komm, die hier zu spielen bringt ja überhaupt nichts mehr. So, erstes Ding platt. Man sieht auch, wenn, also allein durch die Masse an Leuten, die wir haben, haben wir schon genug, um dagegen gut anzukommen. Und dass wir eben ein paar haben, die Magic haben, ist schon ziemlich nützlich. Ich glaube, da möchte ich einen Shuffle. Ah, gut, das hat nichts gebracht, aber egal. Ah, wobei wir haben jetzt sie. Sie hat immerhin 2 Schaden und sogar 4, wenn der andere verletzt ist. Erstmal Counter-Tactic. Raus mit dem. Und jetzt. Komm, erstmal ihn hier. Oder besser sie. Ach ja, erstmal natürlich warten. Hinterher. Und jetzt kann ich eigentlich schon sagen, lass laufen.
sie haut jetzt 6 Schaden raus. Und sie macht jetzt 4 hinterher. Das ist schon... Also die ist an sich gar nicht mal schlecht, auch wenn sie keinen Grundschadenswert hat, weil sie halt Magie eigentlich nicht hat. So, damit haben wir die Hex-Challenge geschafft. So. You break the spell and reveal a chest. Open it. Inside you find a weapon. Ja, toll. Monster Menace, nichts Überragendes. Take the soft and leave. Ja, gut. Goblin Village wollen wir hin. Hallo. You come to what seems like nothing more than a small cave, but there are clear signs of cartwheels on the ground and bits of various minerals lying around. When you peer into the cave, it appears to be an entrance into a huge underground complex. But before you can explore it, a rather small, almost childlike yet bearded man in a wide-brimmed hat and a well-cut suit appears before you. He wears several gold chains around his neck, and as he opens his mouth, you see his teeth are made of diamonds. Hallo! Oh, Entschuldigung, bin ich jetzt gerade am Mikro gestoßen. Ich rück kurz alles wieder gerade. So. Who are you? How did you find this place? We were told of it by the Goblin Chieftain Mukashir. Seit wann hat er das überhaupt mal gesagt? Ah, that green-skinned slug. And the name, does it sound like a nice Easterland name to you, my fellow? No, it does not. His kind do not belong here. Honest folk like yourselves should be using our land, not some foreign what's-it. Okay. Was können wir sagen? Why so much anger? The goblins have been part of our culture for many generations, you know. And yeah, I know what you mean, but you know, business is business, right? Na gut, ich würde sagen letzteres. No, business is business, right? No need for this anger. Oder nee, ich würde sagen, lieber das erste. Why so much anger? The goblins have been part of our culture for many generations, you know. I'm not angry. I just don't like foreign folk coming here and taking our jobs. Natürlich. My stones will only go to good people, like yourselves perhaps. Why don't we make a deal and leave these foreign types to themselves, eh? Also wir können jetzt sagen, and how is it that we're your type of people exactly? Und well, now that you say it, it does sound good. Aber ich würde sagen, da die ein bisschen anderes Zeug noch haben, was wir vielleicht brauchen können, die Goblins. How is it that we're your type of people exactly? Oh, you mean you're not magical folk? That is true, and it pains me as well, but as young and fresh as you are at your core from this land, just like my kin. We may not see eye to eye on every issue. Some of my kin are known to cross the boundaries of acceptable conduct, but as I said, we're all Easterlanders, so do we have a deal? Wir können jetzt sagen, wir hauen einfach ab, aber wir wollen ihn ja überzeugen. But surely you can see that the goblins have been here long and are working hard to make this land better. Ja gut, komm, Auto-Resolve, das ist kein Problem. Bären sind da nicht gerade gut. And so you see, you dishonor your father by treating his customers this way. The treasurer looks down at his fancy pointed shoes and wipes off a tear from his cheek. Ah, damn you bringing up the old man. You're right, he was adamant about his business being inclusive. I guess I shall just have to put up the prices for them lot. You can tell the greenskins I will trade. And here, have a small reward after all. My stubbornness might have cost me a good business. Oh, 5-mal Mondstein, das ist gut. Can we not trade with you as well? Sorry, my business is niche. Only selected clientele. Na gut, wir kriegen trotzdem 2 auf Reden. Oh, alright then, deal's a deal. I will tell the goblins. Suit yourselves. Tell them to come at the usual time. Okay, bye. Oh, das lief doch mal gut. Wo war jetzt nochmal das Elfenholz? Da. Wie viel haben wir noch in Osteuer? Es kann ja sein, dass wir auch immer mal wieder welches kriegen. 2. Aber sie dürfen... Gut, sie verbrennen es nicht. Das ist sehr, sehr gut. Wir haben da ja einen Brunnen. Gehen wir... Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel wir eigentlich auf Gathering bei der Gruppe haben. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal zum Goblin Village zurück. Vielleicht haben wir ja Glück.
Passiert irgendwas in dieser Runde? Nein, es sind nur komische, böse Wesen in der Nähe von Ostoja, die unserer Stadt bei unserer Palisade und unserer Kaserne nicht wirklich viel anhaben können. Ich würde sagen, ich hoffe, ich mache jetzt erstmal Schnitt. Lasst eure Meinung in den Kommentaren da. Sollen wir den Baum wiederholen oder sollen wir das Ganze im Zwielicht lassen? Lasst eure Meinung einfach da. Bis zum nächsten Mal. Cheerio.